Herzlich willkommen, meine lieben Zuschauer, zu einem sehr traurigen Ereignis. Ihr habt es vielleicht im letzten Video schon ein bisschen gesehen, als Rita hier mit der Kamera drüber geschwenkt hat. Ich habe mir ja gedacht, mich trifft der Schlag. Was ist hier passiert? Irgendwie fehlt da was. Und nicht nur eine Bodenplatte, da fehlt noch was anderes auch. Rita tut so unschuldig, dabei war sie das. Und ja, also soll ich die lange oder die kurze Geschichte erzählen? Ich glaube, die kurze reicht, oder? Es ist traurig genug. Also hier war ja unser Eishockeyfeld im Winterdorf. Kurzer Schwenk nochmal. Wow! Wow! Ja, ich war irgendwie der Einzige der Familie, dem das Winterdorf hier gefallen hat, und dann wurden die Beschwerden und ja, gutes Zureden noch eindringlicher, als wir hier dann auch noch diesen chinesischen, wo wir eigentlich überhaupt mal jetzt demnächst diese asiatischen Laternen und Schilder weggeben müssen. Ja. Ja, was wollte ich sagen? Niemand wollte den Eislaufplatz oder das Eishockeyfeld hier haben. Und ich habe dann auf euch, liebe Zuschauer, gezählt, dass ihr schreibt, nein, der bleibt hier, der ist gut so, aber ihr habt mich auch im Stich gelassen, jetzt ist er weg. Er ist zum Glück nicht ganz weg, sondern er hat nur den Platz in Wild City gewechselt. Ich habe dann gesagt, wo ein Wille, da auch ein Weg. Deswegen, Rita... Ja, man muss ja auch an die Zukunft denken. Es kommen ja sicher wieder Häuser raus und dann braucht man ja den Platz. Also ich bin sicher, dass das nicht lang dauern wird, dann wird der Platz hier belegt sein und dann haben wir erst recht wieder keinen Platz für das neue für das neue Winterset. Kurzer Schwenk hinüber, und wer aufmerksam zugeschaut hat, übrigens hier habe ich zuerst gesehen, in dem Konvolut, das wir von Ritas Bruder bekommen haben, total coole Teile sind da drin. Ich habe sowas noch nie gesehen, jedenfalls nicht von innen, mit Zahnrädern und allen möglichen. Was soll das sein? Vielleicht von einer Eisenbahn, total cooles Zeug hier. Wirklich wahre Schätze hier in diesem Konvolut. Vielen Dank nochmal an Ritas Bruder und meine Schwägerin. Richtig. Ja, ihr seht, und ich will vom Thema ablenken. Ich habe auch hier jetzt übrigens ein Dach gebaut für dieses koreanische Barbecue-Set. Sehr massiv, da kann man wirklich jemanden erschlagen. Nichts mit dem Thema zu tun. Wie gefällt euch das? Und auch hier innen ist jetzt ein Vorhang. Es war ja das Problem, dass hier ein offenes Fenster war. Diese Mauer existiert im Original ja nicht. Ich habe jetzt hier einen Vorhang eingebaut und das Set sieht jetzt mit Dach und dabei, so aus. Wenn jetzt kein Vorhang dort wäre, dann könnten die Leute während dem Abendessen sogar Eishockey schauen. Aber nein, können sie nicht, weil der Vorhang davor ist. Das ist wahr, von hier sieht das so aus. Ja, richtig. Also, Rita, erzähl mal, was ist hier jetzt los? Was haben wir hier jetzt gemacht? Meine Idee war, dass wir ja hier die Schule stehen haben und wir haben hier in Salzburg auch natürlich Red Bull groß vertreten. Und da gibt es ja auch immer die Red Bull Academy, wo ja die Nachwuchssportler nicht nur vom Fußball sind, sondern auch vom Eishockey. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht ist ja diese Schule, die ich gebaut habe, auch sowas ähnlich wie so eine Academy. Richtig. Die Jungs unten, ich glaube, es sind nur Jungs gewesen, oder? Die haben wir sogar beide mal unterrichtet. Waren, glaube ich, auf jeden Fall, meine waren nur Jungs. Meine auch. Also die waren am Vormittag bei uns in der Schule und am Nachmittag dann Eishockey oder Fußball spielen. Dementsprechend müde auch oft, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, natürlich, wenn die jetzt da in dieser Academy sind, brauchen die einen Eislaufplatz zum Üben, und der im Winterdorf wäre ja viel zu weit weg gewesen, und deswegen habe ich mir gedacht, hier haben wir noch ein bisschen Platz und da könnten wir doch eine Art Eishalle draus bauen. Und ja, ich bin eigentlich recht zufrieden damit. Wir haben einiges umbauen müssen, weil hier auf der Seite, wo, rechne wieder alles wieder, hier auf der Seite, wo die Bänke sind, war eigentlich dieser Mechanismus, wo man das Steckerl einstecken hat können, also diese Stäbe. Ja. Und da kann man ja dann immer hier die Stäbe auch bei den Spielern unten auf diese Plattformen stecken und dann, ja, Daumen dumm. Die waren zwar vorher schon weg, aber wir haben sie noch mehr umgebaut, damit das jetzt hier reinpasst und damit wir auch die Tribünen hier schön niedrig ansetzen können. Ja. Vielleicht sagt ihr jetzt, das Stadion ist aber ein bisschen klein und wir haben nur Platz für eine Sitzreihe. Das ist wahr, aber Rita hat sich eingebildet, dass wir es hier hin platzieren, ganz an der Tischkante. Eine Noppe brauchen wir dann trotzdem noch, also das kann nicht ganz vom Tisch runterfallen. Aber ich denke mal, es ist jetzt bei weitem noch nicht fertig. Wir wollten euch mal zeigen, was wir jetzt gebaut haben und was ihr davon haltet. Und dann, ja, wenn es euch gar nicht gefällt, dann kommt es eben wieder ins Winterdorf, oder Rita?
Aber ich denke mir, ja gut, es ist halt nur eine Reihe angedeutet, das ist mir schon klar. Auf der anderen Seite, wenn wir ein Riesenstadion bauen würden, wie es auch eben bei uns zum Beispiel in der Eishalle ist, das was jetzt nicht ein riesengroßes Stadion ist, aber trotzdem, dann wird ja das immens groß. Richtig, ja. So viel Platz haben wir leider nicht für Eishockey, auch wenn wir persönlich Eishockey ganz gern mögen. Wir haben hier, das ist der Look von der Straße, das heißt, hier kommt man rein über die Bahngleise der Hauptlinie und man hat dann hier geradeaus die Eingangshalle der Eishalle und jetzt will ich schon wieder drüber. Furchtbar. Wir haben uns gedacht, dass wir hier dann noch so einen kleinen Vorplatz bauen. Dass man das schön gestaltet. Hier in der Kurve geht das ideal. Dann haben wir hier eine kleine, mehr oder weniger Eingangshalle, wo vielleicht Tickets verkauft werden, vielleicht gibt es auch einen kleinen Souvenirshop und so weiter. Das ist in weiß gestaltet. Ich habe mir auch schon ein paar weiße Platten hier zurechtgelegt, dass wir hier noch ein Dach bauen können. Ich habe mir gedacht, vielleicht auch einen Getränkeautomat oder sowas, Essensautomat. Was Eishockey-Fans halt wollen wahrscheinlich. Keine Ahnung, ob die lieber Kaffee oder Bier oder keine Ahnung was trinken. Und dann wird hier, wie Rita richtig gesagt hat, diese Eishalle mit diesen Fensterpanelen, die wir zuhauf aus dem Legoland gekauft haben. Also da haben wir einen säckeweise hinausgeschleppt. Ja, aber das ist ein Teil, das wir in letzter Zeit sehr oft verbaut haben. Also sind die schon wieder alle, wie man in Deutschland so schön sagt. Also ich habe gesagt, alle sind... Ja, es sind alle weg. Ja, kann man natürlich auch sagen. Sie sind alle und ich warte so. Und wir sind jetzt noch am Überlegen wegen der Höhe, weil wie ihr seht, wird sich 3 dieser Fensterpaneele übereinander ganz gut ausgehen. Da sind wir dann aber schon relativ knapp hier mit dieser nach unten gebogenen Geraden bei der Monorail. Und die kommt auf keinen Fall weg. Also die bleibt so, wie sie ist. Ich hätte eigentlich ganz gerne hier immer wieder auf der Seite weiße, oder auch das Farbschema ist hier weiß, nicht schwarz, sondern rot und blau, Brickreihen eingezogen, aber da müssen wir mal schauen, wie sich das ausgeht. Wir haben jetzt sowieso momentan keine Fensterteile mehr. Da müssen wir im Legoland wieder zuschlagen. Hoffentlich kommen wir da demnächst wieder mal hin und es gibt sie auch. Und ja, innen wird das Ganze noch natürlich irgendwie geplatet oder gefliest. Ich habe noch nie ein Eishockeystadion gesehen, wo innen Wiese ist. Und ja, wir haben hier mehr oder weniger, hier sind uns auch die blauen Sesseln ausgegangen, eine Sitzreihe zu machen und dann hier in den Plätzen, an den Plätzen, wo mehr Platz ist, dann stehen da halt einfach die Leute und die haben keinen Sitzplatz. Dann kommen noch jede Menge so Grillpieces, hier vielleicht für die Klimaanlage habe ich mir gedacht, irgendwo in Dachnähe. Und ich denke mal, dass das ganz cool aussehen könnte hier. Es ist auf jeden Fall ein weiterer Blickfang und der war es ja vorher, wie Rita richtig gesagt hat, eher nicht. Das Einzige, was wir jetzt noch am Schauen sind, ist, dass wir hier ein bisschen blöd an der Tischkante sind und sich das mit den Bodenplatten nicht ordentlich ausgeht. Was wir jetzt gemacht haben, ist, damit wir es wenigstens mal aufbauen können, wir haben die halbe Baseplate hier ein bisschen rausgenommen und hier haben wir jetzt halt eine Lücke, die werden wir natürlich noch schließen. Dasselbe ist auch hier an dieser Stelle, aber da müssen wir uns sowieso noch was einfallen lassen. Und eine Frage, weil wir darüber nachgedacht haben, wie ist eigentlich der Boden in einer Eishockey-Arena? Weil bei uns sind diese komischen schwarzen Gummimatten, weil man ja dort auch sonst regulär Eislaufen gehen kann. Ist das überall so oder ist das nur bei uns so? Gibt es irgendwie eine Alternative, weil das jetzt alles schwarz machen ist halt irgendwie auch ein bisschen mau? Ja. Weiß ich nicht. Das würde ich auch gern wissen. Wir könnten uns natürlich auch ein paar Bilder einer Eishalle im Internet ansehen, aber ihr seid da viel vertrauenswürdigere Quellen. Richtig. Und deswegen vertrauen wir da ganz auf uns. Wir müssen jetzt sowieso warten. Auf und euch, auch auf das Dach wird ja natürlich auch eine interessante Partie. Wir haben schon des Öfteren ein bisschen größere Dachkonstruktionen vollbracht. Das wird aber, ich glaube, mitunter die allergrößte. Ich weiß nicht, ob das Einkaufszentrum noch größer ist. Da haben wir es ja geteilt. Das hier könnte sein, dass das Dach da noch größer war, was wir bauen mussten. Wir haben auf jeden Fall jede Menge Teile bestellt, auch bei lego.com, aber die lieben Damen und Herren dort lassen sich natürlich wieder Zeit mit ihrer Bestellung. Aber wir warten. Wir haben jetzt ein bisschen hier weitergebaut. Ihr seht, es gibt auch hier diverse kleine Updates am neuen Newtown Stadtviertel. Ich baue jetzt dann in diese Schule noch ein Dach ein, habe ich mir gedacht. Und dann wird das ganz, ganz wunderbar und wir sind zufrieden.
Es wird immer wunderbar, ist ja ganz klar. Hoppla. In letzter Zeit will der Gimbal nicht. Der will immer was filmen, was wir nicht filmen wollen. Ein cooles T-Shirt übrigens. Wow. Ja. Gibt es sonst noch was? Die Eishalle, ja, ein tolles Projekt. Ich habe ja auch als Kind diese Eishockeyspieler gekannt, die man von Lego, bei denen man so auf den Helm und den Kopf hauen musste, damit sie den Puck so wegschießen. Die haben mir irgendwie nie gefallen und ich wusste dann zum damaligen Zeitpunkt gar nicht, dass es ja eigentlich auch diese coolen Lego Eishockeyspieler gibt. Ist trotzdem ein sehr exotisches Set. Hat auch, glaube ich, über 100 € gekostet. Vielleicht wurde ich auch abgezogen, keine Ahnung. Aber ist ein Set, welches man nicht sehr oft sieht und deswegen bin ich auch sehr stolz darauf und ein wenig vorsichtig, wenn Rita es irgendwo in der Stadt herumträgt und von einem Ort zum anderen. Christoph hat geschimpft wie ein Rohrspatz. Ja. Aber gut, das ist halt manchmal so. Jetzt wird es auf jeden Fall wunderbar. Ich hoffe, ihr schreibt es auch in die Kommentare, dass es wunderbar so ist und eine gute Entscheidung. Und ja, dann sind wir gespannt, was weiterhin passieren wird. Vielleicht machen wir dann auch das Gleiche mit dem Fußballfeld oder Ähnliches, beziehungsweise mit dem Basketballfeld. Die gehören ja eigentlich auch mal eingebaut. Ja, wenn ihr das noch sehen wollt. Die sind einmal hier. Basketball, ich glaube, hier brauchen wir das Licht jetzt wieder eher weniger. Und das Fußballfeld ist einmal zu meiner Linken hier. Da gehört auch noch ein bisschen was gemacht. Ist zwar schon recht schön, aber ein bisschen mehr würde diesen Sportfeldern hier auf jeden Fall, jetzt haut es mich schon wieder über diese Kiste, gut tun. Ja, gut. Wir beenden das Video jetzt, bevor es noch Verletzte gibt und dann sehen wir uns demnächst hier in Wild City. Macht es gut, spielt auch ihr ein bisschen Eishockey oder baut ein Eishockeyfeld ein. Und dann sehen wir uns ja hoffentlich bald wieder. Tschüss. Tschüss.